Also hier in der Staatsgalerie ist gerade richtig was los, man sieht es ja auch schon. Eine großformatige Bodeninstallation von Karin Lindener, über die ich hier schreiten kann. Es liegen sehr intensive Wochen des Aufbaus hinter uns, denn wir bereiten gerade eine große Ausstellung vor, die wir konzipiert haben zum 100-jährigen Jubiläum des Triadischen Balletts von Oskar Schlemmer. Und die Besonderheit ist, wir rücken dieses Jubiläum in den Kontext der Gegenwartskunst und haben 3 Künstlerinnen eingeladen, mit Ulla von Brandenburg, Karin Lindener und Hege Young, die das Museum zur Bühne der Gegenwart werden lassen. Die Ausgangslage war ja, auf das Triadische Ballett zu reagieren, auf diese Stimmungen, die Schlemmer vorgibt, auf die Farben, die Schlemmer vorgibt. Und da ist man eben mit den Künstlerinnen dann in einem ganz besonderen Austausch, wenn dieses Projekt wächst und entsteht. Also es gab gleich von Anfang an die Idee, dass wir die BesucherInnen gleich am Eingang abholen und begleiten zu dem Eingang der Ausstellung Moved by Schlemmer. Ausgehend eigentlich von der Idee der Bühne, die in meinem Raum ja schon zwischen den Vorhängen passiert und eigentlich die Bühne schon dann so erweitern in den ganzen Stadtraum und Museumsraum. Also ich wurde ja von Susanne Kaufmann explizit für das erste Kapitel vom Triadischen Ballett eingeladen, von dem es ja bekanntlicherweise 3 gibt. Und das erste ist heiter, burlesk und gelb, wie man sieht. Und insofern war das schon mal natürlich eine ganz starke Setzung. Und für mich war wichtig, dass es eben eine Installation ist, die aktiviert werden muss, damit sie lebt. Und dass alle diese Objekte, die hier vorkommen und sogar die Performer, die diese Kostüme anhaben werden und auch in dem Film anhaben, der hier läuft, dass diese Objekte Schatten werfen. Also dass es sozusagen auch eine Art Geschichte sozusagen schon gibt. Was man hier an den Wänden sieht, sind ja nicht unbedingt nur Schatten. Also es könnten Abdrücke sein von Objekten, die ganz lange an diesen Wänden lagen, oder sie können auch als Schatten gelesen werden. Insofern ist es ein Dazwischen, also zwischen Abdruck und Schatten. Und Abdruck natürlich auch, wenn man jetzt sich vorstellt, dass hier ganz lange die Sonne drauf gefallen ist, hat natürlich was mit Zeit zu tun, also mit einer Zeit, die davor war. Und so ist es ja auch, also ich meine 100 Jahre vorher war das Triadische Ballett, auf das wir uns hier beziehen, und dass es ganz stark auch um eine Geschichtlichkeit und die Geschichte geht. Wir haben hier keine klassische Ausstellung, wie wir sie sonst an der Staatsgalerie kennen, mit Gemälden, Skulpturen, Grafiken, sondern es sind große installative Arbeiten, raumfüllende Arbeiten, die hier vor Ort entstehen. Was mich immer an Schlemmer begeistert hat, ist, dass die Idee dann verwirklicht werden kann, in was auch immer sie sein will. Also dass es eine Zeichnung, ein Ölbild, ein Kostüm, eine Bewegung, so eine Geste sein kann eigentlich, ne? Dass es so von der Idee herkommt. Als ich jetzt hier wieder in die Staatsgalerie kam, fiel mir wieder ein, weil ich ja in Karlsruhe unter anderem aufgewachsen bin, dass ich oft mit meinen Eltern in der Staatsgalerie war und ich tatsächlich schon ganz früh dieses Triadische Ballett gesehen habe. Und ich glaube, das hat mich nachhaltig wirklich beeindruckt, weil ich ja dann auch in meiner eigenen Arbeit ganz viel über diese Deklination von Formen, von geometrischen Formen gearbeitet habe.